Hi, wir sitzen gerade hier am Düsseldorfer Flughafen und das Ganze hat auch einen Grund, denn wir möchten euch mitnehmen nach Portugal, um zu zeigen, wie unsere T-Shirts aus Holz gefertigt werden. Und ich wünsche euch jetzt schon mal ganz viel Spaß dabei. Und während wir jetzt auf dem Weg zum Flieger sind, seht ihr jetzt, wie aus Holzwolle entsteht für unsere T-Shirts. Für unsere Woodshirts nutzen wir ausschließlich Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Im ersten Schritt wird dieses erstmal zu kleinen Holzschnipseln verarbeitet. Dann werden die Holzschnipsel mit einem organischen und völlig ungiftigen Lösungsmittel vermischt, wodurch sich die Zellulose herauslöst und eine honigartige Masse entsteht. Nachdem diese Masse durch Spinndrüsen gepresst wurde, erhält man feine Fasern, die im Anschluss noch geblichen, gereinigt und getrocknet werden. Das ganze Verfahren ist ein geschlossener Kreislauf, wodurch Ressourcen und Emissionen extrem reduziert werden. Am Ende erhält man das fertige Rohmaterial, aus dem im nächsten Schritt das Garn für diesen einmaligen Stoff gesponnen wird. So, wir sind gerade in Porto gelandet. Jetzt heißt es das Gepäck checken und dann ab mit dem Mietwagen ins Hotel. Mit Wild haben wir uns bewusst für Portugal als Produktionsstandort entschieden. Nicht nur, weil Portugal eine lange Textilgeschichte hat und hier die mit hochwertigsten Qualitäten gefertigt werden, sondern auch, weil in Portugal faire und vernünftige Arbeitsbedingungen herrschen. So, wir sind gerade noch in Porto, früh am Morgen, fahren jetzt zur Produktion und zeigen euch, wie die Holz-T-Shirts produziert werden. Ich halte hier das Garn in der Hand, aus dem später die rot melierten T-Shirts werden. Und wie das aussieht, also quasi wie jetzt der Stoff produziert wird, was nämlich genau hinter mir passiert, das schauen wir uns jetzt an. Die Stoffherstellung ist beeindruckend. An imposanten Webeautomaten wird aus dem Garn nun Stoff gefertigt, der robuster und haltbarer ist als Baumwolle und neben antibakteriellen Eigenschaften noch über viele weitere Features verfügt. Ist der Stoff erst gefertigt, durchläuft er viele kleine Manufakturen. Zuerst muss jedoch der Schnitt stehen. Die Schnitte, an denen wir über Monate gearbeitet haben, werden nun möglichst optimal zusammengestellt, damit der Verschnitt am Stoff gering ausfällt. Hiernach werden die Schablonen gedruckt. So, wir sind hier gerade bei dem Schneiden des Stoffes. Hier werden die Bahnen übereinander gelegt und das Papier ist mit einer Klebefolie versehen, quasi, dass es schön glatt liegt. Und hier gerade hinten wird jetzt der Stoff geschnitten. Was die beiden Schwestern hier durch ihre jahrelange Erfahrung so leicht aussehen lassen, erfordert größtes Geschick und Konzentration. Die Schnitte, genauer die Rückenteile, kommen jetzt in die Druckerei, wo der sogenannte Size Print gedruckt wird. Hier helfen Laser bei der Positionierung des Druckes. Uns war es wichtig, bei unseren T-Shirts aus Holz auf nervige und unnötige Etiketten zu verzichten. Daher finden hier auch gleich Informationen wie die Waschanleitung ihren neuen Platz. Hier sehen wir gerade die Produktion von dem Necktape. Das ist das, was bei den T-Shirts immer hier hinten mit drin ist. Und ja, hier wird es gerade in dünne Streifen geschnitten und nachher wird es dann zusammengenäht. Im letzten Schritt werden alle Teile zusammengefügt und das Woodshirt erblickt zum ersten Mal als Einheit das Licht der Welt. Wir sind hier gerade wieder am Flughafen, denn für uns heißt es gleich abheben in Richtung Deutschland. Die letzten 2 Tage waren immens spannend und wir haben gesehen, wie ein T-Shirt aus Holz entsteht und wie viel Liebe und Energie da reingesteckt wird. Zurück in Deutschland werden wir euch mit dem Bedrucken dann den letzten Step zeigen. Woodshirts werden zum größten Teil digital bedruckt. Hierdurch können große Farbräume optimal wiedergegeben werden. Die Tinte, die wir für den Druck benutzen, ist wasserbasiert und zertifiziert. So, das erste Wild-T-Shirt ist jetzt fertig, nachdem das die ganzen Produktionsschritte durchlaufen hat. Das heißt jetzt, ich verpacke das Ding noch und dann geht das ab zu euch nach Hause.